Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Heute habe ich für euch ein randvoll gepacktes Video mit Informationen rund um Real Madrid. Zum einen hat Fede Valverde sein erstes Interview gegeben als Kapitän von Real Madrid. Was sagt er zu seiner neuen Rolle als Kapitän? Was sagt er zu José Mourinho und? Das schauen wir uns natürlich zusammen an. Dann hat Real Madrid ihr neues Auswärtstrikot vorgestellt. Ich zeige euch das neue Schmuckstück und sag euch meine Meinung, was ich davon halte. Dann gibt es auch eine Entscheidung im Fall Franco Mastantuono und zu guter Letzt ein Update im Fall Rodri. Gestern war es noch ein Ramón Álvarez Demon, Sergio Valentín, Pepe Álvarez, Le Journal du Real. Inzwischen ist es auch Sky Sport hier aus Deutschland und Le Equipe. Und alle sind sich einig. Real Madrid möchte Rodri. Ja, und auch wenn ich die WM eigentlich hinter mir lassen wollte, gibt es doch da eine neue Information, die ich mit euch teilen wollte. Und zwar steht die offizielle WM11 dieses Turniers fest. Und wie ihr sehen könnt, haben wir im Tor Vozinha. So unglaublich, dass der es in die erste Elf geschafft hat. Natürlich überragende Paraden. Naja, nicht nur sein Instagram-Followerschaft ist gestiegen, auch sein Ansehen in der Welt des Fußballs. Krass, dass ein Spieler aus Capo Verde das geschafft hat. Wer hätte das vor der WM gedacht? Dann rechts hinten Pedro Porro, in der Mitte Martinez und Upamecano, wo ich persönlich kein Verständnis für habe. Spanien hat in der ganzen WM ein Tor kassiert. Ich habe euch die ganzen Expected Gegentore gezeigt und da ist kein spanischer Innenverteidiger dabei. Naja, wundert mich sehr, bin ich ganz ehrlich. Links hinten Real Madrid, Marc Cucurella, also die erste Freude für uns Madridistas, aber da hört es nicht auf. Dann im Mittelfeld Jude Bellingham, natürlich unser Engländer, auch in der Elf des Turniers. Daneben Rodri, ein Spieler, der auch Real Madrid gehören könnte, wenn man gleich den Informationen glauben kann, die ich gleich mit euch teile. Daneben Olise, ein Spieler, der auch zu Real Madrid kommen könnte. Das hört ja gar nicht mehr auf. Naja, was da los ist, da komme ich morgen in dem Video zu. Vorne Haaland, Messi und Kylian Mbappé, der nächste Madridista. Also wie ihr seht, eine Elf gepickt mit Madridistas. Ja, und ich kann nur hoffen, dass die Jungs die Leistung der WM auch bei Real Madrid auf dem Platz zeigen. Ja, wie dem auch sei, das war die WM11 des Turniers. Kommen wir jetzt zu Real Madrid. Ja, und da hat Real Madrid ihr neues Trikot vorgestellt, das neue Auswärtstrikot in einer sehr seltsamen Farbe, grün. Ich meine, nichts, was wir nicht schon kennen, erinnert natürlich sehr an das Trikot von 2012, wenn ich mich nicht täusche, war das grüne Auswärtstrikot von Real Madrid. Ich bin ganz ehrlich, grün ist eine Farbe, die ich jetzt nicht mit Real Madrid irgendwie in Verbindung bringe. Es fühlt sich falsch an, es fühlt sich seltsam an. Ja, dazu muss ich sagen, wenn man das so im Video sieht, mit von Namen etc., sieht das schon ordentlich aus. Aber das ist natürlich eine Frage der Beleuchtung etc., wie die das in Szene setzen. Wenn ich am Ende dann hier so einen grünen Lappen habe, dann glaube ich nicht, dass mir das Trikot gefällt. Aber ich muss sagen, in dem Video finde ich das Trikot schon schön mit den Bearbeitungen im Trikot selber. Naja, ich muss es mir auf jeden Fall aus der Nähe anschauen. Ja, und es hat es auf meine Einkaufsliste geschafft. Aber ihr wisst, ich hole mir für die neue Saison immer die offiziellen Trikots, damit ich natürlich auch schön für euch im Video aussehe. Ist auch sehr interessant, welche Gesichter immer wieder vorkommen in solchen Videos. Macht euch da eure eigenen Gedanken, mit welchen Spielern Real Madrid langfristig rechnet und mit wem nicht so. Naja, wie dem auch sei, das sind die neuen Auswärtstrikots von Real Madrid. Lasst eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren. Geschmäcker sind unterschiedlich. Vielleicht sind einige von euch dabei, die sagen, ja, grün, das ist es. Da habe ich jahrelang drauf gewartet. Naja, auf jeden Fall, das sind die neuen Auswärtstrikots von Real Madrid. Ja, und kommen wir jetzt zu einem Spieler, der anscheinend nicht die Chance bekommen wird, dieses Auswärtstrikot anzuziehen. Denn wir reden hier über Franco Mastantuono. Ihr wisst alle, was meine Meinung zu diesem Jungen ist. Ich glaube, er hat ein enormes Potenzial, aber er konnte das bis jetzt bei Madrid nicht zeigen. Ganz ehrlich, die Videos, die wir aus Argentinien gesehen haben,
Die sind ja nicht fake, die sind ja da. Der hat ja diese Leistungen auf einem Fußballplatz gebracht. Es ist ja auch kein Zufall, dass Paris Saint-Germain so hinter diesem Jungen her war. Paris Saint-Germain hat in den letzten Jahren bewiesen, dass die Näschen haben für gute Transfers. Jeden, den sie geholt haben, hat sich zu einem Weltklasse-Spieler gewandelt. Also Paris Saint-Germain muss man inzwischen auch ernst nehmen. Und Real Madrid kauft ja auch nicht, nur weil Paris ihn will. Das ist natürlich auch Quatsch. Real Madrid hatte ihn schon lange beobachtet. Aber auch wir alle sind wir uns einig, die erste Saison war nichts. Die ersten 5 Spiele hat man noch gedacht, ein Xabi Alonso hat da was ganz Großes entdeckt. Immer wieder Ansätze und man hat gedacht, lass den Jungen erstmal ankommen. Aber inzwischen warten wir eine ganze Saison und der ist noch gar nicht angekommen. Und inzwischen hat Real Madrid die Einsicht getroffen, das Beste ist, dass dieser Junge ausgeliehen wird. Und diese Information kommt zwar von verschiedenen Medien, aber ihr wisst, welcher Medie oder wem ich am meisten vertraue, nämlich Fabrizio Romano. In den nächsten Tagen sollen Gespräche beginnen, damit Franco Mastantuono einen neuen Verein auf Leihbasis findet. Real Madrid wird keine Kaufoption zulassen, es muss ein reines Leihgeschäft für eine Saison sein. Aber diese Möglichkeit ist wirklich konkret. Vom Verein genehmigt, von José Mourinho genehmigt und jetzt liegt es an Real Madrid und Franco Mastantuono, die beste Lösung zu finden. Es gibt Vereine in Frankreich, in Spanien, in Italien, überall in Europa, die versuchen, Mastantuono zu bekommen. Die Entscheidung wird bald getroffen, aber es wird erwartet, dass Franco in dieser Saison ausgeliehen wird. Ja, ihr habt es selber gehört, die Entscheidung ist gefallen. Der Spieler, die Berater, Real Madrid, José Mourinho, alle sind sich einig, das Beste für den jungen Argentinier ist eine Leihe. Das Ganze soll wie bei Endrick passieren, keinerlei Kaufoption, 50%, irgendwas etc. Nein, der soll straight ausgeliehen werden für 1 oder 2 Saisons, soll Minuten sammeln und das ist das Beste, was passiert. Die Konkurrenz im Sturm von Real Madrid ist in dieser Saison enorm. Wir haben jetzt schon vorne einen Vini, mal schauen, wie das mit seinem Vertrag aussieht. Wir haben einen Mbappé, wir haben vorne einen Endrick, wir haben einen Gonzalo, wir haben einen Mastantuono. Inzwischen heißt es ja auch, dass Spieler wie Bernardo Silva oder Arda Güler, Fede Valverde auch den rechten Flügel alle spielen könnten. Also eine Menge Leute, die da vor einem Franco Mastantuono sind. Rodrigo wird ja auch irgendwann aus seiner Verletzung zurückkommen. Und es macht in diesem jungen Alter einfach keinen Sinn, wenn du Saisons spielst, wo du nicht auf 1000 Minuten kommst. Also meiner Meinung nach soll der Junge in irgendeine Mannschaft, wo der 4.000, 5.000 Minuten spielt, und da ist es mir fast egal, ob es die Champions League ist oder nicht, ob der da Europa League spielt, würde mir auch schon quasi reichen. Hauptsache, der Junge kriegt Minuten, kriegt europäischen Profifußball in die Knochen und dann glaube ich auch, dass dieser Junge das Potenzial hat, irgendwann bei Real Madrid eine tragende Säule zu werden. Aber wie dem auch sei, das ist der letzte Stand zu Franco Mastantuono. Ja. Bleiben wir in Südamerika, gehen wir von Argentinien zum Partnerland nach Uruguay und da kommt unser Kapitän Herr Fede Valverde. Und gestern hatte ich euch gesagt, sollte Real Madrid über Fede Valverde auch einen Film drehen, schauen wir uns den natürlich zusammen an. In diesem Fall doppelt interessant, es waren seine ersten Worte als erster Kapitän von Real Madrid. Eine Rolle, in die er meiner Meinung nach noch reinwachsen muss, gewaltig, nach dem, was man aus der Kabine von Real Madrid hört. Ist das meiner Meinung nach fast die Hauptaufgabe von José Mourinho, aus Fede Valverde den anständigen Kapitän zu machen? Naja, hören wir uns mal an, was Fede Valverde selber dazu zu sagen hat. Ich bin sehr glücklich, ein weiteres Jahr hier zu sein, im besten Club der Welt, von dem ich als Kind immer geträumt habe. Und ja, hier meinen Geburtstag mit meinen Teamkollegen, mit der ganzen Gruppe feiern zu können, das ist wirklich etwas sehr Schönes, Bewegendes. Natürlich werde ich auch versuchen, meine Familie zu grüßen, meinen Kindern und meiner Frau ein paar Küsse zu geben und dann wieder hierher zurückzukommen, um die ganze Saison weiter anzugehen. Ich wünsche mir, von ihm lernen zu können, versuche, jedem Rat zuzuhören, den er mir gibt und aus jeder Sekunde, jeder Minute, jedem Training, das ich mit ihm und seinem Trainerteam teilen darf, das Beste herauszuholen. Ich werde versuchen, zu lernen, als Mensch und als Fußballer zu wachsen. Ich glaube, er ist eine besondere Person, von der ich viel mitnehmen und lernen kann. Und ja, hoffentlich wird es eine schöne Saison. Viel Emotion, viel Ehre. Immer wenn jemand kommt, sei es auf der Straße oder in meinem Umfeld, zu Hause, und mir das sagt, dann erfüllt mich das wirklich mit Stolz und mit Emotionen. Man denkt an alles, was man durchgemacht hat, an schöne und an schlechte Dinge.
Und ja, heute ist der Moment gekommen, Kapitän zu sein, der Erste. Ich habe unglaublich viel von all den Kollegen gelernt, die hier Kapitän waren. Die haben mir immer eine unglaubliche Unterstützung gegeben. Und ja, so wie ich auch aus der Zusammenarbeit mit dem Trainerteam viel mitnehmen werde, habe ich auch sehr viel von den Spielern gelernt, mit denen ich viele Jahre die Kabine geteilt habe. Wie Dani, Sergio, Toni, Luca Vasquez. Ich werde nicht müde, ihre Namen zu nennen. Es sind Spieler, die mir sehr geholfen haben, als Mensch, als Kapitän und als Spieler zu wachsen. Und ja, das ist das erste Jahr, in dem ich versuchen werde, es zu genießen und mein Bestes zu geben. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb, damit sich alle Kollegen wohlfühlen. Wir wollen, nicht nur ich, sondern das ganze Team, am meisten in diesem Jahr Titel gewinnen und dass die Leute von Madrid, die Madridistas, glücklich sind und ein Jahr voller Titel genießen können und stolz auf uns sind. Ja, ihr habt es selber gehört, Fede Valverde ist happy, seinen 28. Geburtstag mit den Jungs feiern zu dürfen. Naja, Tchouaméni ist ja noch nicht da. Oh, der war böse. Naja, wie dem auch sei, ihr habt es selber gehört. Er freut sich wieder zurück zu sein. Er möchte von José Mourinho alles aufnehmen, alles lernen, jede Sekunde, jede Minute ausnutzen. Und gleichzeitig hat er sich als Ziel genommen, für die Kabine da zu sein als Kapitän. Also er hat gesagt, er hat viel gelernt von den Trainern, aber vor allem auch in der Kabine von dem Sergio Ramos, von einem Luka Modric, Toni Kroos, Lucas Vázquez, Carvajal etc. Also das sind an sich schon sehr, sehr gute Vorbilder. Ja, und jetzt ist natürlich meine Frage, ob er sich endlich seiner Rolle bewusst wird. Ihr wisst, ich bin sehr sauer immer noch auf sein Verhalten in der letzten Saison. Für mich einer der Hauptgründe, warum ein Xabi Alonso nicht mehr Trainer von Real Madrid ist. Sein kindisches Verhalten, als er sich in der Champions League nicht warm machen wollte. Sein kindisches Verhalten in der Pressekonferenz, wo er gesagt hat, er möchte nicht mehr rechter Verteidiger spielen. Sein kindisches Verhalten rund um Aurélien Tchouaméni, wo er 24 Stunden Zeit gehabt hätte, sich abzukühlen, eine Nacht drüber zu schlafen, mit der Frau zu reden, mit den Kindern zu spielen und am nächsten Tag aufs Trainingsgelände zu gehen und sagen, hör mal Leute, ich bin nächstes Jahr hier der Kapitän, ich bin der Co-Kapitän, mein Verhalten, das geht nicht für Real Madrid. Aber wie wir von allen Medien mitbekommen haben, und die vertun sich nicht alle, hat er nicht aufgehört zu provozieren, bis Tchouaméni so weit in die Ecke getrieben wurde, dass er sich gewehrt hat. Naja, wie gesagt, das Ganze ist einfach in Real Madrid nicht würdig. Ich glaube, 1 Million Euro war die Strafe, wenn ich mich jetzt nicht täusche, die er schon zahlen musste, also beide. Naja, hoffentlich tut ihm das nicht nur finanziell weh, sondern hoffentlich hat er seine Lehren daraus gezogen. Denn Real Madrid braucht einen anständigen Kapitän und Fede Valverde war das bisher nicht. Ich hoffe, er wächst in die Rolle rein. Ja, wer für diese Rolle quasi geboren ist, wenn man zumindest die spanische Nationalmannschaft ansieht, ist das ein Rodri. Naja, obwohl der hat menschlich hier und da auch schon daneben geschossen. Aber ich habe gestern schon gesagt, ich äußere mich dazu nicht mehr. Im Endeffekt muss Vini ihm verzeihen und nicht ich. Und Vini ist so ein toller Charakter, da habe ich keine Zweifel dran. Vini. Boah, heute bin ich böse, ne? Nein, wie dem auch sei. Ja, es gibt neue Informationen rund um Rodri. Gestern hatte ich euch berichtet, was Ramon Álvarez de Monle, Equipe de General, Sergio Valentín, Pepe Álvarez etc. gesagt haben. Pepe Álvarez hat nochmal gestern hinterhergelegt. Er war der Erste, der hier die Zahl 2030 gepostet hat. Aber kurz danach kam die Information auch aus L'Equipe. Ihr wisst, L'Equipe ist eine sehr vertrauenswürdige Quelle rund um internationalen Sport und sie haben klargemacht, Real Madrid möchte Rodri. Real Madrid hat sich entschieden, der Vorstand hat sich entschieden, Rodri einen Vertrag anzubieten bis 2030. Also da wiederholt sich die Zahl. Auch das stimmt mit Pepe Álvarez überein. Also da scheinen die alle die gleiche Information zu haben. Das einzige Problem, was zurzeit dem Ganzen noch im Wege stände, ist nicht mehr ein Florentino Pérez. Gestern hieß es sogar von Rodri, von ESPN, dass ein Florentino Pérez aus diesen ganzen Transfers sich in diesem Sommer heraushält, dass er mit Cucurella das erst mitbekommen hätte, als es schon fertig gewesen wäre. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, aber die Information kam gestern von ESPN, also von Rodri. Ja, wie dem auch sei, ein Florentino Pérez stände sich nicht mehr im Wege eines Transfers von Rodri. Das Problem ist jetzt die Verhandlungen, denn Manchester City würde 100 Millionen Euro verlangen und Real Madrid wäre bereit, maximal 60 Millionen zu zahlen. Real Madrid wäre aber
ja, confident oder hätte das Selbstvertrauen, dass man den Preis da deutlich drücken könnte. Manchester City soll im Hintergrund auch schon an Boadi arbeiten als Ersatz für einen Rodri. Laut Nicolo Schira ist man im Ganzen sogar noch einen Schritt weiter und Real Madrid hätte sich schon geeinigt mit den Beratern von Rodri über die Vertragsmodalitäten. Also da ist es schon sehr weit. Ja, und wenn einem die ganzen Quellen noch nicht reichen, Ramon Alvarez, Pepe, alles, was ich eben genannt habe, L'Equipe, ja, dann kam Sky Sport hier in Deutschland noch hinterher und Patrick Berger schreibt, Rodri zu Real Madrid in diesem Sommer wird heiß. Ein geheimes Treffen zwischen Real Madrid und Rodris Agenten fand gestern Nachmittag in einem Restaurant in Pozuelo, Madrid statt. Also schon sehr konkrete Informationen. Der Vorstand von Real Madrid hat nun beschlossen, Rodri als eines ihrer Top-Ziele anzupeilen. Real ist bereit, einen Vertrag bis 2030 anzubieten, also noch einmal die gleiche Information. Sie arbeiten an einer Einigung über persönliche Konditionen. Rodri ist an der Rückkehr nach Spanien interessiert, während sein Manchester City-Vertrag bis 2027 läuft. Citys Vertragsangebot liegt seit Wochen auf dem Tisch. Noch haben keine direkten Gespräche zwischen Real Madrid und Manchester City stattgefunden. Also, jetzt auch die Information von Sky Sport. Inzwischen sind sich also wirklich alle einig. Ja, Real Madrid möchte Rodri. Real Madrid bietet ihm einen Vertrag an bis 2030. Das einzige große Fragezeichen, das berichten alle, es gab noch keine Verhandlungen zwischen Real Madrid und Manchester City. Es gibt die Information, dass City ihm keine Steine in den Weg legen möchte, aus Dankbarkeit für seine Leistung bei den Citizens. Aber da ist auch immer noch die Frage des Geldes im Hintergrund. Ganz ehrlich, den Fußballer Rodri möchte ich bei Real Madrid. Trotzdem hat der Fußballer Rodri mit 30 Jahren, vor 1,5 Jahren einen Kreuzbandriss hinter sich, muss jetzt eine ganz kleine Rücken-OP hinter sich bringen. Aber das ist, glaube ich, nur so ambulant, also das ist keine große Sache. Trotz alledem sind 100 Millionen meiner Meinung nach komplett weg vom Markt, komplett übertrieben. Obwohl inzwischen zahlen sie in England ja für alles 100 Millionen. Aber alles, was über 50 Millionen wäre, würde sich für mich falsch anfühlen. Das ist meine Meinung, auch wenn der Markt verrückt ist. Trotzdem, keine Ahnung, alles, was über 50 an, fühlt sich für mich falsch an. Naja, vielleicht liege ich auch komplett daneben. Das ist auch nur meine persönliche Meinung. Zum ersten Mal, glaube ich, meine Meinung in diesem Video zum Fall Rodri. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wie viel Geld würdet ihr für Rodri zahlen? Was wäre für euch vernünftig? Wie gesagt, der ist gerade 30 geworden. Muss natürlich auch schauen, wie lange er dieses Top-Niveau der WM noch halten kann. Wie viele Jahre sein Körper noch in den Knochen hat. Ansonsten, naja, ich glaube, dass unter ihm auch andere sehr wachsen können und Madrid einen ansehnlicheren, erfolgreicheren Fußball spielt. Ja, das ist auch meine persönliche Meinung. Ja, wie gesagt, lass deine Meinung zu diesem ganzen Rodri-Transfer in den Kommentaren. Wie viel ist zu viel? Was ist okay? Was sagst du zu Mastantuono? Ist das die richtige Entscheidung? Wie findest du die Trikots von Real Madrid? Lass deine Meinung dazu in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, like dieses Video, hype dieses Video. Wer noch nicht auf Follow gedrückt hat, mach das. Das unterstützt mich ungemein. Es kostet dich nichts und ist für diesen Kanal ein unglaublicher Mehrwert. Und ansonsten würde ich vorschlagen, dass wir uns morgen wiedersehen. Also, bis dahin. ¡A la Madrid!